Habt ihr euch jemals gefühlt, ihr würdet den Erwartungen anderer Menschen nicht gerecht werden? Als wärt ihr ein Blatt im Wind, das von Aufgabe zu Aufgabe fliegt, um eure Eltern und vielleicht eure Freunde oder auch euch selbst nicht zu enttäuschen. Nehmt euch 17 Minuten Zeit und geht mit mir auf ihre Reise. Mit Pyrrha, für die es genau diese Erwartungshaltung war, gekoppelt mit der Pflicht, die Stärkste zu werden und de facto das Land zu beschützen, dass ihr kein ruhiges Leben vergönnt war. Auf der ewigen Suche nach einem Platz, an dem sie sich ausruhen kann und aufgehoben fühlt, ständig in der Angst, dass bei jedem nächsten Windstoß alles wieder auseinanderbricht. Professor, why have you called me here? Please, take a seat. Das hier ist ihre Geschichte. Hey! Right. Thank you, Jean. Jean war ihr erster echter Freund auf der neuen Schule in einem fremden Land, das ihr den Zugang zu ihrem einzigen Lebenstraum versprach, wenn sie doch nur mitspielen würde, an dem Auswahlverfahren für das wichtigste Turnier der Welt teilnahm und sich hoffentlich von der besten Seite zeigte. You were the first person to ever believe in me. You know that? Even when I told my parents I was going to Beacon, they told me not to worry if I ended up having to move back home. How depressing is that? Nicht, dass sie talentiert geboren wurde, aber sie gab sich die Mühe, die es eben brauchte und kämpfte sich mit ihrer Fähigkeit, Polarität zu kontrollieren, langsam aber sicher an die Spitze. Well, would you believe me if I told you it was true? Alles für die grenzenlose Macht, die ihr der Schulleiter Ozpin geben würde, sobald sie nach dem Turnier auf dem Siegerpodest stand. You've always been there for me, even when I didn't deserve it. I can tell there's something on your mind, so I don't know. How can I help? You're already doing it. Ihre Beziehung existiert noch gar nicht wirklich, was es eigentlich noch spannender macht zu sehen, dass sie noch nicht bereit ist, weiterzugehen. You're serious? Do I look like I'm joking? Ihre Zukunft für die Welt zu opfern, die sie hierzu eigentlich gedrängt hat. Denn damit würde sie alles verlieren, vor allem die Zeit mit ihm. Jean, do you believe in destiny? Some sort of final goal. Something you work towards your entire life. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie es selbst tut. Pyrrha fragt Jean ganz sicher nicht danach, weil sie seine Meinung interessiert. I don't know. Es ist eher ein Bestätigen ihrer eigenen Denkweise, damit sie sich einreden kann, dass das alles hier immer noch sinnvoll ist und irgendwie das einzig logisch Richtige. Jetzt alles hinzuschmeißen würde ja bedeuten, dass ihr gesamter Lebenszweck eben keinen Zweck hatte. Also hofft sie darauf, dass Jean ihr einen Ausweg zeigt, sie zurückruft, damit sie einfach alle Pflichten vergessen kann. Pyrrha, you're not making any sense. I've always felt as though I was destined to become a huntress, but I don't know if I can do it. Das wäre der Windstoß, der alles zerstört. Of course you can. The Pyrenikos I know would never back down from a challenge. And if you really believe it's your destiny to save the world, you can't let anything stand in your way. Was soll man dazu noch sagen? Sie hatte einfach das Pech, in einer Welt voller Helden geboren zu werden, in der sie selbst die Starke spielen musste, um zu überleben. Pyrrha? Stop. Did I say something wrong? Stop! I'm sorry. What's your name? Mercury.
Mercury ist auch nur der Sohn eines Auftragsmörders, hat seinen eigenen Vater aber das Herz aus der Brust getreten, um der Welt zu zeigen, dass er sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und dann kam sie. Tell me, are you anything like your father? I forfeit. Am Ende hat er sich dann doch ihren Idealen verschrieben und ist bereit, nicht nur über Leichen zu gehen, sondern auch ein Königreich mit ihr und für sie zu stürzen. Excuse me. No one's allowed in this area. Stop! Of course. And how's your night been? A little more exciting than expected. So then what now? Enjoy the rest of the night. After all, it is a party. Aber die Party hat gerade erst begonnen, weil das Turnierfinale kurz I bevorsteht. simply believe I found the right candidate. Ever since the day I met her, I had a feeling she would be the one. She's strong, intelligent, caring, but most importantly, she's ready. Now for the moment you've all been waiting for, the one-on-one finals! Vital Festival, wie der gemeine Volksmund es kennt und liebt. Eine schwebende Arena, in der alle Königreiche zu Ehren des Kriegsendes vor 40 Jahren um Ruhm und Anerkennung kämpfen. Und eine perfekte Bühne für Nachwuchstalente. All other combatants, please leave the stage. Salutations, Pyrrha. Für den ersten Kampf stehen sich Pyrrha und Penny gegenüber. Eine Wunderwaffe des Militärs gegen eine pflichtbewusste Gladiatorin. Zeit für Schmeicheleinheiten oder Gewissensbisse gibt es nicht. Ihr dürft gerne eure Wetten abgeben. This is going to be so much fun. Und ja, Wunderwaffe wie in Maschine. Und eine Maschine aber Penny war eben auch mehr als das. Sie lebte ein Leben voller Hoffnungen und Träume und war eine Freundin. This is not a tragedy. This was not an accident. Huntsmen and huntresses should carry themselves with honor and mercy. Yet I have witnessed neither. Für Cinder ist das Versteckspiel vorbei. Sie hat das Fass lange präpariert und endlich zum Überlaufen gebracht und ist bereit anzugreifen. I'll take her. Das Blatt zu wenden und dieses Land für alle geschenkten Traumata I am nothing. in Flammen zu versengen. Honestly, I haven't the slightest clue as to who is right and who is wrong. But I know that the existence of peace is fragile. Our kingdoms are at the brink of war, yet we, the citizens, are left in the dark. So I ask you, when the first shots are fired, who do you think you can trust? Wie gesagt, es gibt keine Zeit für Gewissensbisse. Die Feinde haben das Land überrannt und Jean ist einfach zu schwach, um seine Freundin zu beschützen. Und stattdessen Leave her alone!
I'm so sorry. Me too. But it wasn't your fault. She's right. Whoever was on the microphone, they're the ones that did this. Trotz aller Kritik, er hat recht. Es ist nicht ihre Schuld. Und da draußen wartet ein Land darauf, gerettet zu werden. Sie hat sich stilvoll in Pose gebracht, weil für sie gibt es nur noch ein Ziel. Und Ozpin weiß, was als nächstes kommt. Ja, er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um das zu verhindern. Blöd nur, dass das nicht ansatzweise ausreichen wird. Der Kampf war heftig, aber dauerte eben auch nicht lange. Sie ist mittlerweile einfach zu stark. Pyrrha nimmt trotz allem ihre letzte Pflicht wahr. It's unfortunate you were promised a power that was never truly yours. Sie hätte mit Jean fliehen können, als die Zeit reif war, aber was wäre sie für eine Huntress und Landeshüterin, wenn sie nicht im Angesicht des Todes ihr Haupt hebt und weitergeht? Do you believe in destiny? Yes. Hand aufs Herz, ich muss euch enttäuschen, das hier ist keine Heldenreise. Die Guten gewinnen nicht alles und die Bösen verlieren auch nicht alles. Das hier ist keine Geschichte, in der die Bösewichte sterben und die Helden ruhmreich nach Hause kehren. Es ist stattdessen eine Erzählung einer jungen Frau, wie sie die Erwartungen der Welt auf ihren Schultern trug und irgendwann stolpern musste. Für die Reue und verlorene Zeit mit ihr steht er trotzdem hier. Zurückholen kann er sie nicht. Vergessen will er sie nicht. Und sie auch nicht. It's really beautiful, isn't it? Es ist Pyrrhas Geschichte, aber eben auch die Geschichte derer, die für sie weiterkämpfen. Why here? She trained here. Sanctum Academy. Everyone was crushed when she chose Beacon over Haven. No one wanted to see her go, but it was where she wanted to be. I'm just glad she was surrounded by such amazing people. Ihre Erinnerungen, Hoffnungen und Träume mitnehmen, während sie hier auf dem viel zu hohen Podest auf ihre Heimkehr wartet. She should be standing here. She is. He had a dream. I tried to understand, but nothing was what She understood that she had a responsibility to try. I don't think she would regret her choice, because a huntress would understand that there really wasn't a choice to make. And a huntress is what she always wanted to be. With an infinite goal. Pyrrha never got the chance to graduate, but she was a huntress. Thank you. John? Auch er kann nicht mehr nur der kleine Junge sein, der anderen hinterherrennt, in der Hoffnung, eine Rolle zu spielen. Er muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Ihre Geschichte ist der Auftakt seines Abenteuers. I think she knew she wasn't going to win. That she might not come out alive. But she also knew she was the only one that could try. All right, Sean. Just like the cracker. Shield up. Keep your grip tight. Ready? Go. So step Again. by step and frame by And frame. again. It's my passion from us. Again. Just
Shield up. Keep your grip tight. Don't forget to keep your front foot forward. I want you to know I'm just happy to be a part of your life. I'll always be here for you. Again. And again. I know this can be frustrating, and it can feel like so much effort to progress such a small amount, but I want you to know that I'm proud of you. I've never met someone so determined to better themselves. You've grown so much since we started training, and I know this is just the beginning. Did you think you actually had a chance against me? You? You're just a failure with a death wish. Thank you. Und wenn sie nicht gestorben sind? Well, times change, you know, and so do we when it's our time to change. Don't you?